Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Metallica und zwar habe ich ja in dem Video, wo ich diese Metallica Box gezeigt habe, die ich auf der Emshorner Plattenbörse gekauft habe, habe ich euch ja gefragt, ob jemand bereit wäre, der vielleicht in Frankfurt zum Pop-Up Store geht oder in Berlin zum Pop-Up Store geht, mir vielleicht die Vinylscheibe besorgen kann. Wie das ausgegangen ist, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, ich hatte diesen Aufruf gemacht und natürlich hat sich dann niemand gemeldet. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht erwartet, weil man bekommt in diesen Stores nur eine Platte pro Person. Und ja, ich denke mal, die Leute, die meinen Vinyl-Kanal gucken, sind selber wahrscheinlich Vinyl-affin und möchten dann, wenn sie da sind, wahrscheinlich das Ding auch für sich selber haben oder vielleicht auch arschteuer bei eBay verkaufen, obwohl das sind dann die Leute, wo ich denke, pfui, macht man nicht. Also ja, nein, kann man schon machen, aber ich finde es halt immer schwierig, wenn es Leute gibt, die sowas gerne hätten und andere Leute sich daran bereichern. Muss natürlich jeder selber wissen, aber ich hatte das Glück, wer mein Video gesehen hat, dass ich in Neumünster auf dem Flohmarkt war, da war ich mit meinem Kumpel und dann kam das Gespräch auf ja, das Konzert jetzt in Berlin, was gestern war. Dann sagte er, ja, ich bin ja nächste Woche in Berlin und siehe da, wie der Zufall so spielt, ist er dann für mich tatsächlich zum Pop-Up Store gefahren und das nicht nur einmal, haltet euch fest, zweimal. Ob es mit dem Vinyl geklappt hat, die wohl auf 150 Stück limitiert sind pro Tag, das seht ihr am Ende des Videos. Und am Ende des Videos zeige ich euch auch ein paar Bilder von dem Pop-Up Store, die mein Kumpel für mich da geschossen hat oder vielleicht auch für sich, also auf jeden Fall die er da geschossen hat. Und ja, da könnt ihr dann ein bisschen sehen, wie es da drin aussah und Videoaufnahmen habe ich da jetzt nicht, aber halt ein paar Fotos. Starten wir mit dem, was ich von da bekommen habe. Da haben wir hier zuallererst einmal diese schwarze Metallica-Tüte, die wirklich sehr, sehr schick ist. Allein das ist schon eine Reise wert hier, finde ich. Ja, cool mit so einem gelben Band im 72 Seasons Stil, natürlich in gelb-schwarz. Und wenn man vor diesem Pop-Up Store steht, um das Ganze ein bisschen auszuweiten, die Geschichte. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran. Er ist halt am ersten Tag, das war der Freitag, ganz, ganz früh hingefahren und hat sich vor der Eröffnung angestellt. Und man hat ungefähr, ich glaube, er hat auf fast 1,5 Stunden oder 2 Stunden gewartet, bis er dann drin war. Und am zweiten Tag hat sich das Ganze dann etwas später ereignet. Er ist einen Tick später hingefahren und musste dann tatsächlich nach Eröffnung des Ladens in einer Schlange stehen, die wirklich 2 Stunden oder über 2 Stunden gebraucht hat, bis man endlich drin war. Und da geht jetzt auf jeden Fall nochmal ein dickes, dickes Dankeschön raus, dass du das für mich gemacht hast. Ja, ich euch jetzt hier Sachen zeigen kann, die ich euch sonst nicht hätte zeigen können. Und deswegen starten wir jetzt auch endlich viel Gelaber. Und wenn man draußen in der Schlange steht, kommt die Fancard Crew vorbei. Ich nehme das mal hier aus dem Bild, weil schwarz auf schwarz sieht nicht so gut aus. Und dann habt ihr diese Metallica Berlin Pop-Up Store Exclusive Karte. Man kriegt dann an der Venue, also an dem Ort, wo die Band spielt, nochmal andere Karten. Das ist dann hier dieses Peel-Off-Sticker-Ding, da kann man dann gewinnen. Er hat leider nichts gewonnen. Man Snake Pit Tickets oder halt ein unterschriebenes Poster, unterschriebenes Vinyl, je nachdem, was sie an dem Tag ausgeben. Und ja, ihr seht das, da ist so ein bisschen Glitzer, nicht Glitzer drauf, so ein bisschen glänzender Part drauf. Das sieht halt ganz geil aus, diese Fancards. Und man kann dann in diesen Secret E-Store und da halt einen Sammelordner kaufen, was ich machen werde. Und Packs für diese Karten, dass man halt wieder Art Trading Card Packs hat. Finde ich sehr geil, weil ich habe keine Chance, an eine Karte aus Polen, Athen oder sonst wo ranzukommen. Deswegen sehr genial. Die hier habe ich mir aus dem Grund nämlich bei eBay schon geholt, aus Frankfurt, damit ich dann da im Notfall den E-Store-Zugang habe. Und ja, den habe ich jetzt. Sehr cool. Ich hätte die also gar nicht bestellen brauchen, weil vielleicht habe ich sie auch in diesen Kartenpacks drin. Ich werde euch dann auf jeden Fall das zeigen, wenn ich das habe und die öffne. Das sind die Fancards, die man vor Ort bekommt.
Neben dieser Tüte, die ihr gerade gesehen habt, die habe ich mir extra mitbringen lassen, weil es gab 2 verschiedene Größen, gab es auch noch eine Riesentüte. Das ganze Ding ist halt hier so ein mega Oschi, ja, auch wieder mit Metallica-Logo in Gelb, schwarze Tüte mit gelben Henkeln, sehr, sehr geiles Teil. Auf jeden Fall, die Tüten alleine sind schon echt eine Reise wert. Kommen wir zu den ersten Sachen, die jetzt nicht exklusiv Pop-Up Store waren. Da habe ich habe selber nicht gewusst, ich habe ein Instagram Reel gesehen, wo jemand meinte, er hat sich diese Kette geholt. Das ist eine Portemonnaie-Kette. Ich finde die ehrlich gesagt ganz geil. Da haben wir hier das Metallica-Logo dran. Ich versuche es mal so einzufangen. Ja, dann kann man das an eine Portemonnaie-Kette machen oder an ein Portemonnaie, das halt hinten an der Hose befestigen. Ich fand es irgendwie ganz cool. Ich hätte es mir gar nicht mitbringen lassen brauchen, weil man kriegt es im Internet 5 Euro billiger, muss dann allerdings aber auch für 6 Euro Porto zahlen. Bei Nuclear Blast, glaube ich, ist von Alchemie das Zeug hier. Bekommt ihr auch im Internet. Also wer daran Interesse hat, guckt im Internet, Portemonnaie-Kette Metallica ist jetzt nichts, oder Wallet Chain, wie auch immer man das nennt, nichts Exklusives, kann man sich hier auch jederzeit holen, hätte ich mir eigentlich sparen können, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, habe auch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Dann gab es Aufnäher, und zwar diese hier, die sind gewebt, gestickt, aber ganz, ganz dünnes Zeug, den gab es von Berlin. Der hätte 20 Euro gekostet. Und dann hatten sie noch andere Städte, die haben dann 5 gekostet. Und da habe ich mir 3 Stück mitbringen lassen. Von hinten sieht er eigentlich auch ganz geil aus in der Farbe, hätten sie auch machen können. Ja, ist zum Aufbügeln, sehr dünne Qualität. Ich denke mal, wenn man das näht, reißt das fast ein bisschen aus. Ich werde sie wahrscheinlich dann nicht auf meine Kutte machen, die ich gerade baue, sondern die werde ich so wegpacken. Das Ganze war eben Chorso, oder wie sich das nennt, aus Polen. Dann hier sehr schlicht USA, Germany gab es leider nicht, hätte ich mich sehr gefreut. Ja, Full Speed or Nothing von Lux Eterna, der Text hier drauf. Und dann gab es hier noch Auckland. Auf jeden Fall, ja, sehr geil. Es gab noch Kanada, leider war mein Kumpel schon aus dem Laden, als ich das auf dem Foto erst registriert habe. Dann hätte ich den auch noch gehabt, aber so habe ich 3 von denen. Dann gab es große Picks. Und da muss ich gestehen, die sahen auf den Bildern echt fast ein bisschen größer aus. Das ist, es wirkt wirklich groß, wenn man es dann in der Hand hat, ist es gar nicht so groß. Metallica Berlin 26, das Ding ist einfach eine dünne Kunststoffplatte bedruckt. Dafür möchten sie saftige 25 Euro haben. Ich fand es als Dekostück irgendwie geil. Ihr bekommt die exklusiv nur im Store. Das heißt, das ist nichts, was man irgendwo kaufen kann. Deswegen wollte ich es ganz gerne haben. Und da das beidseitig bedruckt ist und mein Kumpel am zweiten Tag nochmal da war, habe ich gesagt, hey, bring mir noch einen mit, dann kann ich die irgendwie im Bilderrahmen beidseitig präsentieren. Und da war es noch besser. Es gab nicht nur Berlin, sondern es gab auch noch Restbestände von Polen. Das heißt, ich habe sogar 2 verschiedene und kann die jetzt im Prinzip in Bilderrahmen packen oder irgendwas so als Deko irgendwo hinpacken. Das sieht dann schon ganz nice aus. Ja, und auf der anderen Seite habe ich dann nicht Berlin doppelt stehen, sondern habe tatsächlich auch noch hier einen aus Polen. Finde ich sehr, sehr geil. Dadurch habe ich 2 von den Picks, aber ich meine 50 Euro für 2 dünne Kunststoffscheiben, die bedruckt sind, das ist schon echt happig. Auf den Videos, die ich vom Pop-Up Store immer so gesehen habe, gab es Becher zu kaufen. Die kosten irgendwie 5 Euro das Stück. Stellenweise kriegt man die dann auch auf Konzerten mit 3,50 Euro Pfand. Ich muss sagen, ich sammle irgendwie so diese Becher jetzt so ein bisschen. Das ist so eine kleine Nebenquest geworden. Full Beer or Nothing, auch wieder von Lux Eterna der Text umgedingst, ähnlich wie damals bei Machine Head mit The Blood, The Sweat, The Beers. Ich finde das sehr cool. Und dann haben wir nochmal Full Beer or Nothing, hier nochmal ein anderes Teil, Trapped Under Ice Cold Metallica. Ich finde die Becher nice, ich mag die und sind irgendwie so ein nettes Sammelding, die man im Notfall auch platzsparend wegpacken kann, weil man sie ineinander stecken kann. Das war aber noch nicht alles. Das war die Ausbeute vom ersten Tag. Und in den Videos habe ich immer gesehen, ich glaube, ich habe gar nicht weitergeredet, dass es noch weitere Becher gab, die aber nicht zu sehen waren. Und die gab es am zweiten Tag. Und das ist einmal das hier, Metallica. Das geht Richtung Ride the Lightning mit so einem Skelett, mit so einer elektrischen Stuhlkappe auf. Oder hier Drink the Lightning heißt das Ganze hier. Ich finde es immer cool, dass da Wortspiele draus gemacht werden. Dann gibt es natürlich
72 Seasons, das Albumcover. Finde ich auch mega, weil das Ding hier, ja, ich bin gar kein großer Fan von dem Cover, aber irgendwie sieht es trotzdem nice aus. Dann finde ich, der beste Becher ist das Ding hier. Da haben wir auch M72 draufstehen und dann hier ein sehr, sehr cooles Motiv. Das gab es auch in dem Shop als T-Shirt. T-Shirts habe ich mir gar nicht mitbringen lassen, weil ich finde die immer sehr, sehr overpriced auf diesen Konzerten. Und da habe ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen verzichtet. Dann haben wir hier wieder Full Beer or Nothing. Auch wieder Luxy Turner, der Text und halt ein cooles Motiv. Sieht sehr, sehr nice aus. Und The Call of Cthulhu haben wir hier auch nochmal. Das sieht auch gut aus. Auch ein wirklich schöner Becher. Das Ding kann sich auch sehen lassen. Das war meine Becherausbeute. Wie gesagt, 5 Euro das Stück haben die gekostet. Kommen wir zu einer Sache, die für meine Kutte ist. Und zwar dieser Aufnäher hier. Sehr cool, so eine Art Rückenaufnähergröße. Das M von Metallica, da ich auf meiner Weste schon gestartet habe mit Machine Head, habe ich ja schon dieses Gelb-Schwarz-Thema. Vielleicht werde ich das versuchen, ein bisschen durchzuziehen auf der Weste, dass alles so ein bisschen schwarz-weiß, gelb-schwarz wird. Ja, auf jeden Fall, hinten ist die Bügelschicht, die war lose drauf, da ich die auch nicht brauche, weil das macht Aufnäher sehr steif und ich das aufnähe, habe ich die Bügelschicht abgezogen und dann wird er auf die Kutte genäht. Und ja, sieht auf jeden Fall cool aus, cooler Aufnäher, aber auch der hat 25 Euro gekostet. Also ich bin so viel Geld losgeworden an diesem Wochenende, was nicht geplant war, dass ich wahrscheinlich für 2 Monate keine Schallplatten mehr kaufen kann. Gott sei Dank habe ich genug, um euch was zu zeigen. So, bevor wir dazu kommen, ob ich eine Schallplatte bekommen habe, weil, denkt dran, 150 pro Stück, pro Tag und eine pro Person, viele Leute, die Schlange gestanden haben, kommen wir jetzt zu dem Teil, der das Ganze richtig teuer gemacht hat. Und da kommen wir zu den Postern oder wie ich es auch immer nenne, Lithograph. Das sind ja so eine Pappposter, die richtig fest sind, handnummeriert. Gibt es zum Pop-Up-Store immer ein Motiv und zum Konzert selber. Das Konzert selber hatte einen Berliner Bären. Die gab es leider nicht im Pop-Up-Store, sondern nur am Konzert. Ich hatte gehofft, weil mein Kumpel ja am Konzerttag dann an dem zweiten Tag auch im Shop war, dass es vielleicht das Bärenposter auch gibt. Das war leider nicht der Fall, aber das Pop-Up-Store-Poster. Es ist wieder ein Wolf. Ich habe damals schon eine Art Wolf aus Hamburg gehabt oder so ein ja, ähnliches Wolf-mutiertes Monster. Ich stehe auf diese Totenkopf-Poster und jedes Mal kriege ich einen Wolf. Aber was soll's, ich will nicht meckern, das Ding sieht trotzdem sehr, sehr geil aus. Oben die gerissenen Ketten, hier unten, da ist eine Nummerierung, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die sind alle immer handnummeriert. Berlin, Germany, Olympiastadion, 30. Mai 2026. So, jetzt stelle ich das Ganze mal wieder hin, dann wackelt das nicht so. Auf jeden Fall ein geiles Poster und es lagen noch Restbestände von anderen Konzerten rum. Und jetzt geht's wirklich los, weil da habe ich mich echt gefreut. Und zwar das hier. Polen. Absolut geiles Motiv. Ich bin so begeistert von diesem Poster. Ich liebe diese Poster. Ich habe davon schon ein paar. Hamburg habe ich auch damals mir geholt. Das hier ist absolut ein Knaller. Ich finde das Motiv grandios. Und ja, wenn man die Chance hätte, ich hätte am liebsten alle diese Poster, die man bei diesen Konzerten bekommt. Auch wieder handnummeriert. Das sieht man dann hier unten. Das ist die 252 von 615, wenn ich das richtig sehe. Auch immer unterschiedliche Limitierungen, witzigerweise. Sehr geil, aber das war es noch nicht. Es geht noch weiter. Ich habe das hier noch und das ist auch geil, weil da kommt man eigentlich gar nicht ran. Das ist Adelaide, Australia. Also einmal ein Konzert aus Australien, November 25. Wie geil ist das Motiv bitte? So ein Ghetto-Blaster mit so einem Totenkopf. Ich finde es wunderschön. Es ist ein richtig geiles Poster. Es hat natürlich ein paar Blessuren, die lagen da auf dem Tisch rum. Die Leute haben da drin rumgewühlt. Jeder ist nicht so vorsichtig, wie man es gerne hätte. Und ja, aber das Motiv ist einfach nur geil. Ich muss mal gucken, wo ich die alle irgendwann platziert kriege. Ich habe ja ein Problem im Keller immer mit dieser leichten Wandfeuchtigkeit von den Außenwänden. Man kann da nichts dranhängen. Die Wände müssen einfach frei bleiben, damit sie atmen. Wenn man da was vorhängt, dann bildet sich dahinter halt Schimmel oder irgendwas. Das ist dann nicht so genial. Und hier haben wir noch eins und das ist dann einmal Oslo, Norwegen
von 2024. Wenn ihr diese Poster im Internet sucht und die findet, sind die Preise oft weit über 100 Euro, 150, 200, je nach Motiv. Und das Motiv hier ist auch ein absoluter Kracher. Und ich bin so froh, endlich Poster zu besitzen mit geilen Motiven. Anstatt, wie gesagt, damals das Hamburg-Motiv, fand ich eine Katastrophe. Da habe ich wirklich gedacht, so, boah, nehme ich das überhaupt mit? Aber klar habe ich es mitgenommen als Andenken. Und ich fand das Motiv von Hamburg einfach total doof, obwohl das Volksparkstadion im Hintergrund war. Aber irgendwie hat es mich nicht richtig gekickt. Das waren jetzt hier diese normalen, ich weiß gar nicht, das ist immer 40x60 Poster oder was die immer sind, irgendwie in dem Dreh. Und das sieht richtig, richtig nice aus. Aber das war's noch nicht, weil jetzt kommt, finde ich, der eigentliche Knaller. Ja, und dafür muss ich euch mitnehmen zum Fußboden, weil die Poster sind so lang, die sind halt in einem anderen Format. Und das ist einmal hier, And Justice for All. Ich habe die mal im Internet gefunden und fand die schon sehr geil. Völlig überteuert, ist ein Vierer-Set. Und das ist auch richtig geil, auch handnummeriert. Das ist irgendwie von so einem bestimmten Designer. Ich habe irgendwie mal gelesen, die hier sind auch zum Stern Flipper entstanden. Ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall, wie geil sieht das aus. Und man kann das, glaube ich, auf dem Video nicht erkennen. Ich versuche es mal irgendwie einzufangen. Das hat so eine glänzende Folierung ist es nicht. Es gibt ja auch die Vollvarianten. Aber das ist halt irgendwie eine Art, wie so eine Golddruck, der so ein bisschen glänzt. Und das ist nicht alles. Ich habe gesagt, das ist ein Vierer-Set. Ich habe auch noch das hier. Und ich gehe jetzt mal wieder ein Stück hoch, um euch das einfach mal einzufangen. Wie geil bitte ist das? Auch das ist mit so einem Golddruck gemacht. Enter Sandman. Absolut genial. Das sieht einfach nur stark aus. Und das war's noch nicht. Ich habe auch noch das hier. Und auch das ist richtig stark. Obwohl ich kein Western-Fan bin. Ich bin so jemand, der Western-Filme eigentlich total hasst. Aber das Poster ist einfach nur genial. Mit der Saloon-Tür hier unten. Metallica, The Unforgiven. Und leider, ich habe gesagt, das ist ein Vierer-Set, hatten sie das Ride the Lightning Poster in dem Shop nicht mehr. Das suche ich jetzt noch, um das Set zu komplettieren. Aber was bitte für ein geiles Set ist das. Ich breite das mal aus, damit wir das mal alles nebeneinander sehen. Kurz mal hinlegen, dann kann ich das gleich mal komplett einfangen. Und das ist einfach nur wunderschön. Guckt euch das an, wie geil ist dieses Set bitte. Absolut cool, aber wir kommen jetzt zu der Endfrage, habe ich eine Vinylscheibe bekommen, ja oder nein? Ja, der Hauptgrund, dass mein Kumpel halt da für mich in diesem Store war, war halt die Vinylscheibe. Und hat er sie bekommen, er war zweimal da. Theoretisch hätte er 2 kaufen können, weil er war an 2 Tagen da. Ich hätte dann sogar 2 haben können im Notfall oder eine er, eine ich, wie auch immer. Aber am zweiten Tag war er später da und die Schallplatten waren tatsächlich alle ausverkauft. Aber am ersten Tag habe ich gesagt, er war früh da, wo der Laden noch gar nicht geöffnet hat. Und das war das Glück, weil da waren noch genug Scheiben da und ich habe tatsächlich eine limitierte Berlin Pop-Up Store Splatter Vinyl Variante von 72 Seasons. Wie geil ist das? Wer ein bisschen die Internetpreise kennt, der weiß, dass der Markt da komplett bekloppt ist und dass 50% der Leute, die diese Vinylscheiben kaufen, sie nur kaufen, um sie wieder zu verkaufen. Schande über euch. Und ich habe eine. Ich bin Fan und in meinen Händen, da gehört sie hin, in Hände von Fans, die das haben möchten und nicht in irgendwelche Scalper, die damit Geld verdienen wollen. Ich bin so glücklich, das Teil zu besitzen. Ihr seht es, ich habe es schon ausgepackt, weil ich lasse sie nicht original verpackt. Auch das in dem Fall, ich musste sehen, wie die aussieht. Und ich habe den Aufkleber hier drauf gemacht. Ihr seht es, auf der Rückseite blinkt was durch. Da ist es. Berlin Red and Yellow. Absolut grandios. Und das Ganze sehen wir hier in seiner ganzen Blüte. Das Ding ist einfach schön. Ich mag das 72 Seasons
Cover, auch wenn man das abnimmt, dass da gar keine Schrift mehr drauf ist, finde ich irgendwie geil. Wir haben hier dieses coole Cover, ihr könnt es aufklappen. Innen drin, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe. Ich glaube ja, ne? Also die andere Version. Habt ihr dann diese ausgeschnittenen 72 und dann ja diese etwas merkwürdigen Bilder, wo Metallica echt fertig aussehen. Da kommt dann einmal Kirk, wir haben hier einmal James, sehen da alle 50 Jahre älter aus, als sie wirklich sind. Warum man solche Bilder gewählt hat, ich weiß es nicht. Vielleicht soll das halt die 72 sein. Bin noch nie drüber gestolpert, vielleicht soll das die 72 sein, dass sie 72 Jahre sind. Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir hier das Vinyl. Ich habe ein Splatter-Vinyl aus einem Pop-Up-Store. Es ist einfach so geil. Es ist rot und gelb. Es ist jetzt nicht das Schönste. Es gab bessere Varianten in anderen Stores, gerade in Amerika und so, Australien. Aber ich habe endlich eine. Und das ist so, so cool, endlich eine davon zu besitzen. Und das ist echt schön. Und die sieht auch wirklich cool aus. Die Berliner Variante in Rot und Gelb. Und das ist natürlich auch noch eine zweite Scheibe. Jetzt gucken wir uns das Vinyl hier einmal komplett an. Das ist natürlich ein Vinylkanal. Da kommt hier noch das Booklet, wenn ihr das komplett rausgenommen habt. Hier war irgendwas Rotes drin. Habt ihr die 72 da in Gelb-Schwarz. Auch sehr geil. Hier dieser verbrannte Bär. Dann könnt ihr das Ganze aufklappen. Habt die Lyrics da drin. Da auch noch diese verbrannten Sachen. Das ist auch geil. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ein verbrannter Schallplattenhaufen. Da seht ihr das Vinyl geschmolzen über lauter Schallplatten. Das sieht schon geil aus. Dann die verbrannte Gitarre. Hier das verbrannte Drumkit. Auch nice. Und dieser Roboter. Sehr coole Vinylscheibe, wie ich finde. Und dann kommen hier nochmal wieder diese Bilder, wo die Jungs verdammt alt aussehen. Und ja, sehr nett. Und dann gucken wir uns das Vinyl einmal an. Weil auch da natürlich Rot-Gelb. Splatter, auch die sieht schick aus. Da kann man nicht meckern. So, ich lege das mal hier rauf. Das war mein Metallica Haul. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube nicht. Ich habe eigentlich alles gezeigt. Ist ja auch mehr als genug. Ich bin super, super glücklich. Ich habe ja echt Glück gehabt, dass mein Kumpel in dieser Woche in Berlin war. Es war wirklich ein Zufall, besser hätte es nicht sein können. Und dass er auch Bock und Zeit überhaupt hat, sich daran hinzustellen. Weil ich meine, wenn man dann selber eigentlich gar nicht für sich da so richtig einkaufen möchte, ziehe ich noch mehr meinen Hut davor, dass man das dann macht. Und ja, ich bin trotzdem super neidisch, dass ich selber nicht da sein konnte und mir das angucken konnte, weil ich hätte diesen Store super gerne gesehen. Ich zeige euch jetzt noch Fotos von dem Store. Guckt sie euch an, da seht ihr ein bisschen, wie das darin aussah. Es ist jetzt nicht so tiefgehend, dass ihr da alles sehen könnt, aber auch nochmal ein paar Fotos, wie es in dem Store ausgesehen hat und oder wie der Store auch von außen ausgesehen hat. Ich bin auf jeden Fall mega, mega happy. Es war viel Geld, gerade für die Poster, was ich eigentlich diesen Monat gar nicht hatte. Ja, aber ich sage mir auch, das ist eine einmalige Chance, zu einem vernünftigen Preis an diese Poster ranzukommen und überhaupt so eine Schallplatte zu kriegen. Zu einem vernünftigen Preis. Obwohl die Platten mit 60 € jetzt kein Schnäppchen sind. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich hatte gedacht, die kosten irgendwie um die 42 €, aber 60 ist schon... da musste ich schlucken, als ich den Preis hörte, aber was tut man nicht alles dafür, so ein Teil zu besitzen. So, wer Bock hat, bleibt dran, guckt sich noch die Fotos von dem Store an und ich bin damit raus. Lasst einen Kommentar da, ein Abo und einen Daumen nach oben fürs Video und wenn ihr könnt, hypt gerne das Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch beim Store wart und ob ihr... ja, keine Ahnung, was ihr euch geholt habt, wenn ihr die Chance hattet, da zu sein. Wart ihr vielleicht sogar beim Konzert? Obwohl, ich habe gestern Aufnahmen davon gesehen. Dieses Olympiastadion ist ja so riesig. Wer da Tribünenplätze hatte, der tut mir wirklich leid. Ich hatte auch geguckt nach Karten. Die Tribünenkarten waren so teuer und man sieht gefühlt gar nichts. Also man guckt nur auf diese Tower und das, ehrlich gesagt, das war es mir nicht wert.
Das war im Volksparkstadion in Hamburg schon sehr weit weg, wenn man da von der Tribüne geguckt hat. Aber Berlin scheint noch mal eine Dimension größer gewesen zu sein. Ganz ehrlich, da würde ich nur hingehen, wenn man sich einfach wieder das Snake Pit-Ticket gönnt, um näher dran zu sein. Weil da von außen zu gucken für, keine Ahnung, 150 € und Streichhölzer auf der Bühne zu sehen, da kann ich mal ein YouTube-Video angucken. Das ist wirklich ja, viel Geld für wenig sehen, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, alle, die da waren, hoffe ich, hatten Spaß, hatten gestern einen geilen Tag bei geilem Wetter, weil das war ja auch noch geiles Wetter gestern. Und jetzt zeige ich euch den Store. Also, keep on rockin'. Tschüss.